bin ich Bettina Ganglberger, bin ursprünglich aus Oberösterreich und jetzt lebhaft in Graz. Also ich bin Wahlgrazerin. Ich habe mein Unternehmen Bettilicious im Dezember 2021 gegründet, also es wären jetzt dann 3 Jahre. Und Bettilicious heißt einfach, ich produziere vegane und zuckerfreie Naschereien und habe da so eine ganze Community rund um das Thema gesunde, pflanzenbasierte Ernährung aufgebaut. Und meine Intention ist es einfach, Leuten zu zeigen, wie einfach es sein kann, dass man sich gesund und trotzdem gut ernährt. Wo ich sehr schnell drauf gekommen bin, ist einfach das Netzwerk zu haben, also da wirklich überall anzuknöpfen, und da wirklich alles zu nutzen, was nur irgendwo möglich ist. Ich glaube, eine große Herausforderung ist einfach die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die man einfach als Einzelperson hat, wenn man sowas startet. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung und dann halt wirklich den Schritt zu schaffen, sozusagen vom EPU zu einem Unternehmen, wo man dann auch mal Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anstellen kann und sozusagen das eigene Produkt skalierbar zu machen. Würde ich sagen, eine grundsätzliche Herausforderung, gerade wenn man im Lebensmittelbereich startet, weil man da natürlich, was auch gut ist, die Auflagen hat. Das heißt, man kann nicht einfach so easy peasy das zu Hause in der eigenen Küche machen, sondern muss das natürlich belegen können, wo man das produziert. Ich war dann lang eingemietet in einer Küche. Das ist gar nicht so einfach, eine Küche zu finden, wo man die Produkte dann einfach erzeugen kann, wo man einfach regelmäßig reinkommt, wo natürlich aber auch die Miete passt. Und ich habe mir aber heuer im Mai habe ich mir eine eigene Fläche in Graz angemietet und habe die sozusagen umfunktioniert, wo ich jetzt sozusagen meine Stelle habe, meine Produktion habe, wo die Mitarbeiterin kommen kann, wo ich Workshops anbiete, wo so ein bisschen so der zentrale Ort für mich ist. Einfach, dass ich direktes Feedback von den Leuten kriege, dass ich merke, es schmeckt ihnen, es kommt gut an. Ich brauche das ganz stark, deswegen war es für mich nicht von Anfang an wichtig, dass du sagst, man ist da irgendwo ganz groß in die Regale drinnen, sonst hat, für mich war es einfach wichtig, dass ich direkt mit den Leuten sozusagen die Brand aufbauen kann und habe deswegen auch den Weg genommen, als komplettes Personal Branding Bettilicious aufzubauen. Und ich glaube, mein Feedback oder das, wo ich glaube, dass es in eine positive, in eine gute Richtung geht, ist einfach die Bestärkung, die ich von der Community habe, von meinen Handelspartnern oder Partnerinnen, die sagen, dass es gut angenommen wird. Und natürlich das beste Feedback ist einfach unternehmerisch gesehen, dass man einfach sieht, der Umsatz steigt, die Auslastung steigt, man kann dann in die nächsten Schritte gehen. Aber ja, für mich ist es wirklich ganz, ganz wichtig, direkt mit der Community da in Austausch zu sein. Ich mache das jetzt sehr stark über die sozialen Netzwerke, nutze dieses Tool sehr stark und merke es einfach, dass sich die Leute auch für mich freuen, wenn ich bestimmte Schritte schaffe und das finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll. Gibt es ganz viel kostenfreie Anlaufstellen, E-Wirtschaftskammer, SFG in der Steiermark, also da wirklich das einmal zu nutzen, damit man einfach einmal ja, sage ich mal, einen Rundumblick hat, was man auch für Auflagen hat, rechtlich gesehen, Versicherungen etc. Sonst halt einfach den Schritt wagen. Es kommt alles ganz anders, wie was man sich vorstellt. Und ich sage immer, rein ins kalte Wasser. Und ich glaube, es ist trotzdem immer nur das Beste, weil sonst überlegt man sich, das sind 1000 einzelne Schritte, man fängt nie an und es ist dann eigentlich ewig schade, weil ganz viele Leute was probieren möchten, aber sie den Schritt nicht trauen. Und ich sage immer, also mir hat noch nichts so viel gelernt wie die Selbstständigkeit, Mhm. beruflich, aber auch über mich persönlich. Und es ist nicht für jeden was, aber wenn es jemand ausprobieren möchte, sage ich immer, go for it. Man kann immer wieder einen Schritt zurück auch gehen. Man hat überhaupt nichts verloren, finde ich. Und ansonsten wirklich von Anfang an sehr gutes und starkes Netzwerk aufzubauen. Ja.